willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode aus unserem Abenteuer Die Arbeiten des Herkules. Ja, und in der 5. Episode kehren wir zurück zu unserer Heimatstadt Tyrens, nachdem wir die Kolonie Lerna gegründet haben. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Haben Sie schon von Herkules und Pholus gehört? Es scheint, als wäre der Held auf der Jagd nach einem Eber tief in das Zentaurengebiet Erymanthus geraten, wo ihn großer Durst überkam. Der Zentaur Pholus teilte seinen Wein mit Herkules und schon bald hoben sie Krug um Krug des edlen Getränks. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Horde anderer Zentauren dem Gelage anschloss. Eins führte zum anderen, wie das eben so geht, wenn Wein im Spiel ist, und Herkules musste viele von ihnen in Notwehr töten. Die Zentauren sind davon natürlich nicht gerade sehr angetan und schmieden Rachepläne gegen Herkules und alle seine Verbündeten. Die 5. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Krieg gegen die Zentauren. Ja, und auch nur deswegen, weil Herkules bei der Erledigung einer seiner Arbeiten, nämlich dem Niederstrecken des erymanthischen Ebers, ein großes Trinkgelage mit den Zentauren eingegangen ist. Ja, und da führte eins zum anderen, sodass jetzt die Zentauren im Krieg mit uns sind. Deswegen brauchen wir auch die Unterstützung von 8 Hopliten oder besser in unserer Stadt. Ja, und die Bevölkerung muss mindestens 2500 Einwohner betragen. Hört sich nach nicht viel an, aber ich denke mir mal, diese Episode wird es in sich haben. Ja, und wie schon erwähnt, kehren wir jetzt zurück zu unserer Heimatstadt Tyrus. Ja, ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, da wir ja in der letzten Episode unsere Kolonie Lerna gegründet haben. Wir gehen wieder obligatorisch in den Pausenmodus, um uns einen kurzen Überblick zu verschaffen. Als erstes gehen wir auf die Weltkarte. Ja, ich möchte mich schauen, was uns die Kolonie Lerna als Tribut zur Verfügung stellt. Und das sind 8 Olivenölkrüge. Naja, Wein wäre mir lieber gewesen, weil Olivenöl können wir selber herstellen. Und leider können wir es, glaube ich, nicht verkaufen. Also Lerna kauft bei uns auf jeden Fall Wolle. Da können wir noch mehr Wolle verkaufen und verkauft uns Olivenöl und Wein. Gut, die anderen Handelspartner sind so geblieben. Berg Malea kauft Weizen und Wein und verkauft Holz und Bronze. Eleusis kauft Marmor und verkauft uns Rüstung, Olivenöl und Wein. Der Berg Pelion kauft Wolle und Wein und verkauft Bronze und Marmor. Unsere Kolonie Lemnos kauft Wolle, verkauft uns Seeigel, Marmor und Olivenöl. Und Zyme an der Küste von Kleinasien kauft Wolle, verkauft uns Holz, Bronze und Skulpturen. Gut, wir sollten noch als erstes den Handelsposten von Lerna bauen. Der passt hier noch hin. Und dann können wir hier auch entsprechend direkt schon Wolle einstellen. Naja, da wird auch nicht sehr viel gekauft, aber egal. So, hätten wir das schon mal. In der 3. Episode haben wir in unserer Heimatstadt Tyris das Heiligtum des Hermes und der Athene gebaut, da wir Perseus rufen mussten. Denn wir wurden vom Kraken bedroht und Perseus hat dieses Monster niedergestreckt. Ja, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Wir haben ja dieses Wohngebiet weiterentwickelt. Die brauchen jetzt Zugang zu mehr Kultur, also zum Theater. Das können wir auch gleich mal bauen. Wir schauen aber erstmal auf den Arbeitsmarkt. Ja, 10 Arbeiter werden benötigt. Dann können wir jetzt tatsächlich hier das Theater bauen. Das passt nämlich hier genau noch hin. Und natürlich die Schauspielschule, die kommt hier hin. So, dann können wir jetzt den Pausenmodus aufheben und da wandern auch schon jede Menge Bürger in unsere Stadt ein. Wir führen noch mal kurz ein paar Verschönerungen durch hier in diesem Wohngebiet. So, dann kann es sich auch entsprechend weiterentwickeln.
Ja, wir brauchen 8 Hopliten, das heißt, wir müssen ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Bevor wir das machen, werde ich aber unsere Stadt erstmal hier erweitern und ein zweites Wohngebiet konzipieren. Ja, und dann werden wir, glaube ich, auch noch unsere Wollproduktion etwas vorantreiben. Wir können ja jetzt noch mehr Wolle verkaufen. Olivenöl, da brauchen wir jetzt gar nichts zu machen. Wie gesagt, wir brauchen es nur für unsere Bevölkerung. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt hier das zweite Wohngebiet aufzubauen. Ja, hier haben wir jetzt unser zweites Wohngebiet, genauso aufgebaut wie das erste, allerdings nicht ganz so viele Parzellen, da ich denke, wir brauchen nicht ein so großes Wohngebiet mehr. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Ja, und Zeus ist in unserer Stadt. Wir könnten, wenn wir wollten, tatsächlich die Hochburg des Zeus bauen. Das ist das einzige Heiligtum, was hier entsprechend freigeschaltet ist. Aber ich glaube, da werden wir nicht zu kommen. Die anderen Bauoptionen sind alle gleich geblieben. Auch beim Militär haben wir weiterhin keine Möglichkeiten, hier was zu produzieren oder aufzubauen. Also keine Stadtverteidigung. Ja, schade, dass wir keine Waffen herstellen können. Da müssen wir tatsächlich Rüstung uns erbeten oder einkaufen. Ja, und das zweite Wohngebiet habe ich auch schon mit allen Dienstleistungen versorgt, die es jetzt erstmal braucht. Architekten, Steuerbüro, Brunnen und auch schon ein Podium. Ja, und versorgen kann sich hier dieses Wohngebiet aus dem großen Versorgungszentrum hier in der Mitte. Da müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir entsprechend noch ein paar Seeigelkais bauen. Ja, die Gesundheit nimmt ab, das ist schlecht. Dann sollten wir direkt im zweiten Wohngebiet noch eine Klinik bauen. So, die kommen natürlich hier hin. Sehr gut. Ja, und wir werden dann hier weiter unsere gehobenen Wohnungen platzieren. Dann machen wir nämlich hier auch nochmal ein Versorgungszentrum. So, jetzt werden wir aber erstmal noch ein paar Wollsammelstellen bauen. Da könnten jetzt hier kann noch eine hin und auch hier. Dann können wir diesen Weg hier noch verlängern. Dann passt das ganz gut. So, und dann, nein, ich brauche Schafe. Gut, wir haben genug. Ja, der Verkauf klappt. Kaufen wir hier Wein ein. Oh, tatsächlich, das sollten wir jetzt mal ausschalten. Das brauchen wir nicht. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz hier unsere Handelsposten durch. Wolle, klar. Und hier wird auch Wolle verkauft. So, Berg mal leer. Ist im Moment uninteressant. Und Pia Lemnos, das ist auch alles gut. Ja, wir könnten hier auch noch ein paar Seeigelkais errichten. Und ich hatte ja bei der letzten Episode hier in unserer Heimatstadt Tyris versucht, diese Gräben hier mit Brücken zu überspannen. Das funktioniert nicht. Allerdings funktioniert es tatsächlich, wenn man hier den Weg drüber baut. Dann funktioniert das und können wir tatsächlich das hier erschließen, aber auch nur da, wo auch ein längerer Grabenabschnitt ist, also hier zum Beispiel und hier. So geht das. So, es ist natürlich ein ziemliches Hin und Her hier. Das haben aber die Entwickler natürlich extra gemacht. So. Sieht interessant aus. Wir bauen jetzt hier unsere Seeigelkais. Hier kann einer hin und hier leider nicht. Da ist ein Graben. So, aber hier. Ja, wunderbar. Dann verbinden wir das hier und dann kommt hier natürlich auch ein Architekt hin.
Sehr gut, und dann können wir aber auch hier eine Sperre setzen. Na, das muss jetzt nicht unbedingt so sein. Ja, und diesen Seeigelkeim müssen wir natürlich auch noch anschließen. So. Ja, dann haben wir jetzt erstmal auch die Nahrungsmittelversorgung entsprechend aufgebaut. Ja, und hier sehen wir, diese Wohngebäude müssen sich noch etwas weiter entwickeln. Dann bauen wir auch noch mal Parkanlagen auf. Dann sollte das eigentlich passen. Ja, noch nicht ganz. So, und hier auch. Ja, dann müssen wir den Park hier doppelt ausführen. So. Jetzt aber, oder? Ja, okay, gut. Dann mache ich Folgendes. Ich führe hier noch eine Straße dran vorbei. Weil ich kann das Gelände nach hierhin nicht erschließen durch dieses Wohngebiet hier. Da müssen wir tatsächlich die Straße drumherum bauen. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. So, und dann hier auch. Das so errichten. Na, da kommen wir aber nicht rum. So, da ist das Heiligtum des Hermes. Da müssen wir das dann so bauen. Gehen wir mal hier so rum. Naja, gut, das ist aber jetzt auch nicht so tragisch. So. So, und hier können wir doch ein Gartenhaus hinsetzen. Das sieht doch gut aus. Das können wir hier genauso machen. So, dann sollten wir aber hier tatsächlich auch Sperren setzen. Da muss jetzt wirklich keiner entlang gehen hier. Das ist nur für die Optik. Und hier führen wir die Straße so rum. So kann es bleiben, dann kann man hier noch was bauen und wir haben die Möglichkeit, nach hierhin die Landmasse zu erschließen. Ja, und wir kriegen den Tribut von Lerna, 8 Krüge Olivenöl nehmen wir an und auch den Marmor. Ja, den Marmor können wir jetzt verkaufen. Gut, Lerna konnte uns nur 6 Olivenölkrüge geben, nicht so schlimm. Ja, den Marmor können wir direkt verkaufen. In dieser Episode müssen wir ja kein Heiligtum bauen. So, die Straße führe ich hier so weiter. Dann können wir nämlich hier auch noch Gewerbestätten bauen. So, das machen wir hier auch so. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, das war natürlich klar. Dann errichten wir jetzt schon mal das Versorgungszentrum für unsere gehobenen Wohnungen. So, das kommt ja hier hin. Dann werden wir erstmal diese Straße jetzt hier wegnehmen. So, ich habe hier auch im zweiten Wohngebiet den äußeren Straßenring jetzt mal geschlossen. Und hier können wir jetzt das Versorgungszentrum aufbauen. Da bauen wir jetzt erstmal hier ein Warenlager. Ein Silo, wenn ich darf. Warte mal, das Warenlager stellen wir erstmal so ein, dass nichts angenommen wird. So, und dann kann hier das Silo hin. Und dann bauen wir noch ein Warenlager. Das stellen wir auch erstmal so ein, dass nichts angenommen wird. So, und dann können wir das so entsprechend hier hochbauen. So, dieses Silo kann jetzt schon mal Seeigel holen. 8 Einheiten. So, dieses Warenlager wird Wolle fordern. 8 und dieses Warenlager wird Olivenöl fordern. Ebenfalls 8. So, dann brauchen wir Sperren. Wir brauchen vor allem einen Architekt.
Ja, und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Tiris. So, Architekten. Und dann können wir hier einbauen und hier. Dann führen wir die Straße so hier hoch. Das geht. Um das nicht doppelt zu machen hier. So, wir brauchen aber auch noch 2 Warenlager für Wein und Waffen. Ja, das habe ich befürchtet, dass der Berg Malea ein Rivale wird. Das ist sehr schade. Gut, war jetzt nicht ganz so dramatisch, weil wir mit diesen Handelspartnern nicht so viel gehandelt haben. Wir bauen weiter unsere Warenlager hier auf. So, dann können wir das hier schließen. So, dieses Warenlager wird Rüstungen fordern und hier wird Wein gefordert. Na, da ist er. 8 Einheiten reicht auch. So, dann hätten wir unser Versorgungszentrum schon mal. Ja, Arbeitsmarkt sieht auch ganz gut aus. Ja, und da wir jetzt hier entsprechend das Stadtgebiet erweitert haben, können wir hier diese Küstenlinien mit Seeigelkais erschließen. Das machen wir. Guck mal, wie viel hier hinpasst. Das ist doch super. So, dann bauen wir das doch so. Und natürlich nicht vergessen, Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. ja, Zeus, das wissen wir, aber für dich haben wir jetzt hier keine Zeit. Wir müssen einen Architekten hier errichten. So, und auch eine Sperre. Und dann denke ich mir mal, haben wir jetzt genug Seeigelkais. Ja, und jetzt errichten wir mal das Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen. So, wir haben jetzt hier unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen vorkonzipiert, haben hier Platz gelassen, weil wir brauchen ja auch noch das Stadion. Und hier die Agora, wieder 2 einfache Agoras, die können wir jetzt schon mal bestücken. Lebensmittelhändler, den Wollhändler und auch den Ölhändler. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Kultur. Dann bauen wir schon mal hier das Theater, wobei ich glaube, ich baue hier noch eine Allee. Ich hatte vergessen, am Anfang zu sagen, natürlich können wir jetzt auch Prachtstraßen bauen. Endlich, aber ich habe mich entschieden, ich baue jetzt hier nur noch Alleen. Das reicht auch. So, dann können wir jetzt hier das Theater bauen. Das kann hier hin. So. Und dann bauen wir 2 Gymnasien. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann führen wir hier die Straße weiter raus. Gar nicht so einfach hier mit den Felsbrocken. Und dann können wir hier den Immigrationspunkt anschließen. So, dann brauchen wir aber hier noch Sperren. So, und dann kann auch hier doch 2 Podien gebaut werden. Hier und hier. Und dann haben wir doch hier schon ein tolles Kulturzentrum für unsere gehobenen Wohnungen. Und den Pausenmodus müssen wir jetzt mal
aufheben. Und wir brauchen natürlich hier auch einen Architekten. Der kann hier hin. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Das ändert sich gleich wieder. So, Architekt kann hier hin. Eine Sperre muss hier aber weg. Na. Und dann können wir auch schon direkt das Steuerbüro hier hinbauen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier schon gehobene Wohnungen etablieren können. Nein. Oh, wir haben überhaupt keine Wolle, stelle ich gerade fest. Nein, das geht nicht. Okay, dann machen wir erstmal nochmal Verschönerung. Wir haben ja hier schon die ersten Denkmäler. Können wir hier schon mal eins hinsetzen und auch hier. So, jetzt gucken wir mal, ob es passt. Es fehlt tatsächlich Wolle. Okay, wir werden jetzt mal den Wollverkauf stoppen. So, und jetzt müssten wir eigentlich genug Wolle haben. Ja, und der Berg Malea beginnt eine Invasion in 9 Monaten. Oh, wie anstrengend. So, das passt aber hier. Ja, dann haben wir jetzt hier 8 gehobene Wohnungen platziert. So, dann können wir das noch ein bisschen verschönern hier. Ja, und da passen Heckenlabyrinthe rein. Das sieht doch gut aus. Gut, ja, und die Parzellen werden schon besiedelt. Wunderbar. Wir brauchen jetzt Rüstungen. Erstmal werden wir den Verkauf von Wolle wieder starten. So, und Zyme ja auch. Und hier Wolle auch. Gut, wir werden erstmal versuchen, bei Eleusis Rüstung zu fordern. Das können wir, machen wir, wunderbar. So, und wir brauchen tatsächlich noch mehr Wolle. Ja. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Dann sollten wir jetzt mal hier in diesem Wohngebiet schon mal diesen Bereich hier noch parzellieren. Ja, und dann sollten wir hier diese Insel noch mit einer Brücke erschließen, damit wir nachher hier auch noch Wollsammelstellen errichten können. Dann sollten wir allerdings ja auch einen Weg noch durchbauen. So, und dann können wir dann noch hier noch ein paar Wollsammelstellen errichten. So, wir brauchen nämlich doch jede Menge Wolle, stelle ich gerade fest. Ja, und das zweite Wohngebiet braucht jetzt auch mal einen Lebensmittelhändler auf der Agora. Ja, 6 Monate Zeit haben wir noch, bis der Berg Malea eine Invasion beginnt. Wir werden jetzt diesmal unsere Stadt hier kämpfend verteidigen. Wir haben nämlich Athene, die uns schützt. Wir haben zwar noch keine Soldaten. Ja, Eleusis gewährt uns Rüstung, 6 Rüstungen. Das ist super. Und dann sollten wir aber hier noch etwas an Rüstungen einkaufen. Das wird zwar unsere Stadtkasse jetzt ein bisschen in die Knie zwingen, aber das brauchen wir jetzt. Lerner zahlt seinen Tribut, 8 Krüge Olivenöl und auch die 10 Marmorplatten. Das ist gut, die können jetzt verkauft werden.
Lebensmittel, ja, haben wir erstmal noch genug. Sollten aber auch dran denken, noch weitere Seeigelkais zu bauen. Ja, das sieht hier auch sehr gut aus. Dann brauchen wir jetzt auf der Agora hier den Waffenhändler. So, und bezüglich des Angriffes auf unsere Stadt können wir hier zum Beispiel bei unserer Kolonie Lerna auch eine Verteidigungshilfe anfordern. Das solltet ihr aber nicht so früh machen, denn die kommen ungefähr so 2 Monate, nachdem man sie angefordert hat. Und wenn sie dann zu lange nutzlos in der Gegend herumstehen, gehen sie wieder zurück zu ihrer Heimatstadt und dann stehen wir hier, wenn der Feind uns angreift. Also, wir haben jetzt noch 6 Monate Zeit. Die brauchen immer so circa 2 Monate. Das heißt, im Juli greift man uns an, dann würde ich jetzt im April die Verteidigungshilfe anfordern. Ja, versuchen wir mal unser Glück mit der Verteidigung unserer Stadt. Wir bauen jetzt hier im zweiten Wohngebiet den Lebensmittelhändler mal auf. Ja, und mit dem Kulturangebot bei den gehobenen Wohnungen brauchen wir jetzt auch noch mal eine zweite Philosophenschule. Die kann hier hin. Na. Und eine zweite Schauspielschule. Ja, und ich denke mir mal, hier könnten wir tatsächlich noch ein Seeigelkai errichten. Ja. Das stört die Schafe nicht. Gut. So, wir haben April. Wir fordern jetzt mal von unserer Kolonie Lerna eine Verteidigungshilfe. Dann ist man sofort verbittert. Also da ist man wirklich etwas empfindlich. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. Ja, und über unseren gehobenen Wohnungen haben wir schon die erste weitere Entwicklung zum Wohnsitz, wo wir jetzt schon Hopliten haben. Und die brauchen jetzt Zugang zur besseren Kultur, das heißt, wir müssen das Stadion gleich bauen. Aber ich denke, wir brauchen da noch ein paar neue Bürger, die jetzt hier schon fleißig einwandern. Ja, und dieses zweite Wohngebiet hat sich auch prächtig entwickelt. Sehr gut. Ja, Rüstung ist jetzt das Wichtigste. Ich glaube aber, Eleusis gibt uns jetzt keine Rüstung mehr. Nein, das habe ich mir fast gedacht. Braucht Marmor. Was könnten wir denen denn zur Verfügung stellen? Mittleres Geschenk Skulpturen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Brauchen wir im Moment sowieso nicht. Ja, in einem Monat beginnt die Invasion des Berges Malea. Eleusis, Dank für das Geschenk, bitteschön. Können wir denn jetzt auch nochmal Rüstung bei dir fordern? Ja, sehr nett, machen wir sofort. So, wo bleibt denn jetzt hier meine Truppen aus der Kolonie Lerna? Ja, mal kurz in den Pausenmodus. Ich habe hier schon ein Safe Game gemacht vor einem Kampf. Das ist natürlich wichtig. Ja, wir werden jetzt mal unsere Fußsoldaten schon mal platzieren. Da hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich die entsprechend alle anklicken kann. Das weiß ich jetzt. Eine Standarte wird hier mit der linken Maustaste angeklickt. Dann öffnet sich das Befehlsfenster. Und jetzt linke Maustaste gedrückt halten, öffnet sich so ein Fenster. Wenn wir das hier so ziehen, einmal dort, wo die Standarten alle sind, loslassen, sind alle entsprechend markiert. So, wenn ich jetzt hier alle entsprechend haben möchte, nochmal mit der linken Maustaste. Das geht nicht, wenn der Pausenmodus aktiviert ist. So, und dann haben wir sie entsprechend hier alle platziert. Jetzt muss man natürlich noch gucken, dass man die Hopliten nochmal hier separat hat.
So. Dann sind die jetzt schon mal hier entsprechend vorplatziert. Wenn wir jetzt gleich angegriffen werden, müssen wir natürlich unsere Soldaten in Bewegung setzen. Ja, irgendwie kommt nicht hier meine versprochene Verteidigungstruppe aus der Kolonie Lerna. Das ist ärgerlich. So, jetzt haben wir es. Berg Malea beginnt die Invasion. Wir könnten uns freikaufen. Wir werden aber jetzt hier die Stadt Kämpfen verteidigen. Ach so, jetzt kommt die Truppen aus Lerna. Okay, annehmen. Wo sind sie denn überhaupt? Oh, da. Oh je, sie werden direkt angegriffen. Ja, die klicken wir mal an hier. So, auch bitte hier markieren. Das können wir auch machen. Und dann hier zu unseren Soldaten. Bitte, danke. So, jetzt müssen wir unsere Soldaten noch alle aktivieren. Hier draufklicken, marschieren. Nein. So. Da ist mir jetzt auch noch nichts Passenderes eingefallen, außer die jetzt hier alle einzeln anzuklicken. Da bin ich wieder auf Hilfe angewiesen. Also wer hier weiß, wie man das etwas besser regeln kann, bitte mir mitteilen. So, wir benötigen Mitarbeiter, das ist klar. Das Fußvolk geht jetzt hier zum Kämpfen und arbeitet nicht mehr in den Betrieben. So, da sind die feindlichen Truppen und da sehen wir schon, Athene verteidigt unsere Stadt. Ja, sehr gut. Guckt euch das an. Aber man hat ein Podium zerstört, das ist nicht schön. Mitten in der Schlacht kriegen wir die Mitteilung, dass auch Berg Pelion Rivale wird. Wie schade, wir verlieren hier einen Handelspartner nach dem anderen. So, ihr könnt jetzt mal hier entsprechend die Feinde angreifen. Ein Gebäude ist eingestürzt, na, da kümmern wir uns gleich drum. Ja, und ihr seht, Athene ganz oben am Rand schleudert Blitze. Ich glaube, wir brauchen unser Fußvolk nicht. Oh, da sind sogar Zentauren. Seht ihr die? So, und ihr könnt jetzt hier auch mal angreifen. Und Eleusis gewährt nochmal Rüstungen. Nehmen wir an, danke. So, Athene, komm, mach den Rest hier auch platt. Jawohl, die Invasionsstreitkräfte wurden vernichtet. Sehr schön. Ja, da sind die letzten Zentauren, die sich auf den Weg machen, verfolgt von Athene. Ja, ich denke mal, wir können unsere Soldaten zurückschicken. Dann wieder hier anklicken, heimwärts. Das finde ich immer noch ein bisschen umständlich, das muss ich sagen. So. Ja, und jetzt möchte ich die Standarten wieder an unserem Stadtpalast haben. Hier auch ziehend haben wir die beiden jetzt hier markiert. Und dann klicken wir einfach mit der linken Maustaste den Stadtpalast an und dann sind die Standarten wieder am Stadtpalast. So machen wir das hier jetzt auch. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick. Sehr gut, wir haben diesen Kampf gemeistert. Allerdings ist ein bisschen was kaputt gegangen hier. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. So, dann hier nochmal eine gehobene Wohnung aufbauen und ein Podium.
Gut, jetzt sollten wir das Stadion mal aufbauen. Vorerst, weil wir so schön gewonnen haben, hier noch eine Verschönerung. Ja, kaum haben wir hier entsprechend die Schlacht geschlagen, greift uns der Berg Pelion an in 9 Monaten. Ja, und die Truppen kehren zurück nach Lerna. Ja, wir sollten unserer Kolonie mal was Gutes tun. Haben wir was zu verschenken? Ja, ein mittleres Geschenk Wolle, das sollte eigentlich reichen. Ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose. Da wandern auch noch jede Menge ein. Dann können wir jetzt das Stadion bauen. Da habe ich jetzt extra hier vorgeplant. Das passt nämlich hier wunderbar rein. Das gefällt mir. Und dann können sich nämlich hier diese Wohngebiete weiterentwickeln, weil wir ja auch Wein haben. Allerdings noch keinen Weinhändler. Den sollten wir jetzt auch hier etablieren. Ja, und ich stelle fest, dass wir bereits alle Ziele erreicht haben. Wir haben 8 Hopliten und wir haben 2500 Einwohner in unserer Stadt. Das heißt, wir haben diese Episode erfolgreich schon abgeschlossen. Super! Es ist ihnen gelungen, die Gefahr vorerst von Tirins abzuwenden. Doch die Zentauren haben noch mehr Trümpfe im Ärmel. Oder wo immer Zentauren ihre Trümpfe verstecken. Jetzt aber lockt die Aussicht, eine neue Stadt zu bauen. Eurystheus wird die Stadt regieren, während sie eine neue Kolonie gründen, um Tirins mit allem zu versorgen, was es braucht. Ja, erfolgreich haben wir uns gegen die Angriffe des Berg Malea verteidigt. Ja, und den Angriff vom Berg Pelion brauchten wir nicht mehr zu bestreiten. Bei der nächsten Episode gründen wir unsere letzte Kolonie, nämlich Ephesos. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.